In der Hafenstadt Romanshorn am Bodensee treffen wir Hassan, einen der beliebtesten Coiffeure der Stadt. Ein Meister seines Handwerks mit einer Geschichte, die einem die Haare zu Berge stehen lässt. Schau, Frauen. Frauen, Kinder unten. Ich habe schon diese Hobby gehabt in Syrien. Ich habe gemerkt, ich habe schon dieses Talent. Das ist nicht nur Hobby. Ich kann noch mehr machen, professionell. Und immer habe Videos gesehen, Instagram gesehen, YouTube auch viel gelernt. Mit dem Zeit, meine Erfahrung war immer besser, immer besser. Ich habe angefangen mit der Arbeit in meinem Beruf, Pflegefachmann, und dann Krieg hat angefangen. Ich war schon Mitarbeiter in einem Kantonsspital. Also wie ein Kantonsspital gehört Regierung. Und in ein Privatspital auch in Operationszimmer als Arztassistent. Ich war auch Reporter mit einem News-Sender, gehört Opposition auch. بهذيك وافكار ببيت شانج حمود فاكيرة فنر احمد اورينت نيوز. Wenn die was haben in online gehört, zum Beispiel ISIS hat diese Dorf attackiert, müssen mir fragen, ist das stimmt oder nicht, weil ich bin dort. Hauptgrund für Weg von Syrien war wegen Militär. Ich musste in Militär gehen. Und in Syrien Militär heißt entweder Leute umbringen oder tot. Es gab keine mehr Chance bleiben, ohne in Militär gehen. Diese war sehr schwierige Entscheidung, weil ich war nicht alleine. Ich habe eine Frau und ich war auch verantwortlich für meine Familie, meine Mutter und Geschwister. Und ich muss diese Leute finanzieren. Ich weiß, ich muss einen sicheren Ort finden. Ich habe einen Schmuggler in meiner Stadt kennengelernt, weil ich war am Suchen. Ich habe für ihn bezahlt, damit mir helfen. Wir bringen dich bis zu diesem Punkt, danach bist du auf dich alleine gestellt. Er hat mir in ein Dorf in Syrien gebracht. Dort waren viele andere auch. Wir waren 6 Personen oder 8 Personen. Zusammen, wir kennen uns nicht. Schmuggler kommt mit uns bis einen Punkt. Wir wissen diesen Punkt nicht. Dann hat gesagt, selber muss laufen bis dieses Licht. Diese Licht, du denkst 2 Kilometer oder 3, du weißt nicht 10 Kilometer. Aber kannst du nicht deine Finger sehen. Ganz dunkel. Das war Türkei. Das war auch sehr gefährlich, weil die Grenze zwischen Syrien und Türkei auch sehr gefährlich. Wir waren dort in Türkei, in ein Dorf. Erst ich habe mein Gesicht gesehen. Im Spiegel war Katastrophe. Viel Wunde im Gesicht, viel Wunde im Körper. Und dann Schmuggler hat für uns auch Ticket gekauft für Bus bis Istanbul. Wieder einen Schmuggler suchen. Schmuggler hat für uns einen Weg bis Griechenland zu Fuß. Wir sind nach Griechenland schon gegangen, hat einen Fluss. Einen Tag dort auch geschlafen, im Wald. Nächsten Tag, dann die Polizei haben gehört, hat jemand eine Gruppe da und die haben uns genommen in einen Polizeipunkt und alle waren mit Maske und die haben gesagt, wir machen keine Probleme für euch, aber die haben uns kontrolliert, alles, unsere Sachen, alles genommen und war auch sehr gefährlich, weil du musst so bleiben, du musst nicht schauen, obwohl sie mit Maske. Jemand hat geschaut, die haben ihn geschlagen.
stark geschlagen. Und war sehr gefährlicher Tag. Show me everything you have. Don't move. I said don't move! Und die haben uns durch diesen Fluss geworfen in Türkei wieder. Dann von dort bis erste Punkt in Türkei hat Bus fast mehr als 30 Kilometer zu Fuß. Ja, also ich weiß nicht, was heißt diese Stadt. Vielleicht Edirne, vielleicht eine Stadt Nähe von Edirne. Weil von dort, wir haben Bus genommen bis Istanbul. Dann ich habe Istanbul in Izmir gefahren mit dem Bus. Ja, dann wieder in Izmir, ich habe einen Schmuggler gesucht. Jemand hat gesagt, ja, kannst du mit uns? Ich habe eine Gruppe mit einem Holzboot. Dieses Mal auch geht nicht, weil Grenzpolizei von Türkei im Meer haben uns genommen. Bu Türk sahil güvenliği. Sakin ol. Und ein Tag im Gefängnis und dann haben uns verlassen. Gibt viele Facebook-Gruppen. Die Leute vorher haben das erlebt, dann jemand schreibt seine Erfahrung oder seine Erlebnis. Dann jemand hat mir geschrieben, kannst du mit diesem Mann, hat mir eine Nummer geschickt und wir haben einen Termin nach halb Stunde gemacht in ein Café. Hat mir gesagt, heute habe ich eine Gruppe mit kleinem Boot, Plastikboot. Wenn willst du, kannst du heute kommen. Ich habe ihm sofort gesagt, mir ist egal, wenn er nimmt, ist okay oder nicht, ich habe keine mehr Chance, kein mehr Nerv. 3 Uhr am Abend, wir waren am Meer, auf dem Strand und fast 4 Uhr, wir sind gefahren. Und nach 10 Minuten, 15 Minuten, dann Motorrad stoppen. Und er versucht. Fast eine halbe Stunde geht. Dann hat wieder gefahren. 15 Minuten. Wieder stoppen. 3-mal. Und jedes Mal dauert. Und danach es regnet. Und gibt Frauen, Kinder, alte Leute. War sehr traurig und sehr gefährlich. Und du erinnert sich dein Leben, ganze Leben, was habe ich erlebt, weil kann sein, nach 1 Minute du sterbe. Das war sehr schwierig, ich kann das nicht vergessen, unmöglich. Fast 7 Uhr war wieder hell, fast 7:30. Wir waren auf dem Strand vor einer Insel von Griechenland. Danach habe ich gewusst, diese Insel heißt Chios. Dort wir haben eine Häuser gesehen, fast 3 Kilometer war weit. Wir sind zu Fuß gegangen, langsam, wir waren ganz kaputt. Und gibt andere Leute mit anderen Boot auch angekommen. Und einen Bus genommen bis eine Stadt. Dann dort, wir haben Zent gesehen, UN. Wir sind dort gegangen, dann dort hat ein Büro, haben für uns Foto gemacht und Papier. Diese Papier heißt, du musst in 15 Tagen weg von Griechenland. Und mit diesem Papier wir konnten Ticket für ein großes Schiff bis Salonik, Stadt Salonik. Und in Salonik wir haben organisiert einen Bus bis Grenze von Makedonien. Und dort waren viele Organisationen, Medizin ohne Grenze waren auch dort und verschiedene Organisationen, die haben uns geholfen, Essen gegeben und es gab auch Medizinhilfe, wenn jemand krank und so.
Nach seiner Flucht über Griechenland beginnt für Hassan die nächste Etappe, quer durch Europa. Von Mazedonien aus fährt er mit dem Zug bis an die serbische Grenze, gefolgt von stundenlangen Märschen zu Fuß. Durch Serbien reist er weiter mit dem Zug bis zur ungarischen Grenze. Dort folgen weitere Märsche, bevor er in Kroatien einen Bus besteigt, der ihn nach Österreich bringt. Dann von Linz bis Zürich habe ich ein Ticket gehabt. In Buchs, auf der Grenze von Schweiz, erste Mal die Polizeigrenze von Schweiz sind zugekommen. Dann haben wir gefragt wegen meinem Passport. Ich habe gesagt, keine Passport, ich komme aus Syrien. Dann haben wir genommen in ein Asylheim. Die Beamten bringen ihn ins Asylheim in Altstätten, St. Gallen. Da dort alle Betten belegt sind, erhält er ein Zugticket ins Basler Asylheim. Nach 2 Wochen wird er nach Frauenfeld verlegt, wo er seinen ersten Aufenthaltsstatus erhält und einige Zeit verbringt. Anschließend wird er ins Asylheim nach Aarau verlegt. Währenddessen sucht er einen sicheren Weg, um seine schwangere Frau aus Syrien in die Schweiz zu bringen. Schließlich findet er eine Lösung. Eine als Touristenfahrt getarnte Gruppenreise, die Flüchtlinge sicher in die Schweiz bringt. Ihre Sicherheit hat ihren Preis: 6.000 €. Meine Frau auch konnte auch ein bisschen Englisch. Dann sie hat Ticket gekauft selber nach Buchs. Ich war in Buchs. Meine Frau kommt. Keine Kontrolle, keine für Frauen war ein bisschen einfacher. Dann meine Frau kommt wie normal. Dann ich habe meine Frau geholt in Asylheim Kreuzlingen und fertig. Dort haben meine Frau im Spital, weil sie war schwanger, im Spital 2-3 Mal bis Arbon haben für uns eine eigene Zimmer gegeben und sie kommt bei mir, dann wir sind zusammen. Danach 9 Monate in diese kleine Zimmer, 2 Meter, 3 Meter, aber zusammen in Sicherheit. War gut, nicht schlimm. In Asylheim Arbon, wir haben am Morgen immer einen Deutschkurs gehabt, dann einmal pro Woche in Arbeit gehen im Wald und die haben für uns bezahlt auch 3 Franken pro Stunde für diese Arbeit. War auch gut gegen langweilig und ich habe schon diese Hobby gehabt in Syrien, Coiffeur. In Asylheim immer fast jeden Tag 2-3 Haarsteine. Ich habe gesagt, ich verdiene nicht von euch, immer gratis. Dann habe ich einen Jungen kennengelernt, er arbeitet in einem Coiffeursalon, hat mir gesagt, kannst du mal nochmal bei uns kommen. Dann habe ich mit meiner Chefin in Integrationsamt organisiert, mit dem Arbeitsstunde in einem Coiffeursalon anfangen zu arbeiten. Während habe ich im Coiffeursalon gearbeitet als Stundenlohn. Ich habe gemerkt, ich habe schon dieses Talent. Das ist nicht nur Hobby. Ich kann noch mehr machen, professionell. Immer habe Videos gesehen, Instagram gesehen, YouTube auch viel gelernt. Mit der Zeit, meine Erfahrung war immer besser. Ich habe lange als Coiffeur angestellt gearbeitet. Und dann ich habe gesagt, wenn ich in diesem Weg bleiben, dann besser eigenes Salon haben. Das war mein Ziel. Und dann nach 6 Jahren, ich habe mein Ziel erreicht. Ich konnte Blitz Coiffeur bauen. Und ich habe versucht, alles, was ich kann, geben für meine Kunden, damit meine Laden besser werden. Zum Beispiel eine Spielecke für Kinder, bequeme Stuhl für Kunden, Getränke gratis, Kaffeemaschine selber man kann bedienen. Dann ich habe eine Idee auch gehabt. Ich wollte auch für Gesellschaft mit Hilfe geben.
Und dann ich habe gesagt, für beeinträchtigte Kinder, ich mache kostenlos. Ich will keine Geld verdienen. Auch von Herz geben, eine Lachen für Kind machen. Dann kommt die Idee, meine Frau hat gesagt, will auch was machen. Sie wollte auch etwas im Kosmetikbereich machen. Sie hat Kurse in Zürich gemacht für Nagel und Wimpern und Kosmetik überall für Gesichter und so. Dann wir haben ein Zimmer, eigenes Zimmer in Blitz. Wir haben eingerichtet. Weißt du, ist sehr schwierig, wenn du deine Leben gebaut und in gutem Niveau kommen, dann plötzlich alles kaputt. Du bist Flüchtling, du bist arm, hast du nichts. Du musst alles von Null, von Minus, weil du musst lernen, damit Null werden. Weil ohne Sprache, du bist kein Null, du bist Minus. Ohne Papier, du bist kein Null, du bist Minus. Dann du musst bauen, du musst kämpfen, damit von Null bauen wieder. Ich bin stolz, ich habe Gott sei Dank, also immer ich sage Gott sei Dank. Was macht mir glücklich, wenn ich sehe, meine Kinder spielen in einem schönen Spielplatz, in Sicherheit, in Ruhe und ich kann so sehen und ich kann so diese Lachen sehen und ich weiß, sind in ein richtiges Leben, die konnte ein richtiges Leben bauen, ohne gefährlich. Das ist das Beste bei mir.